Der nächste Tag war ein Freitag und Frank und ich gingen zum ersten Mal gemeinsam an den Strand. Die Bänke waren alle besetzt und weit draußen auf dem Meer segelten die Boote. Viele Leute lagen auf Decken und Strohmatten und hatten Sonnensegel gespannt. Und auf einem großen Grill brutzelten Haifischsteaks. Der Strand wirkte wie ein Urlaubsort. Eine Frau und ein Mann stiegen mit Pressluftflaschen, Harpunen und Flossen in das Wasser. Als eins der Boote zurückkam, hielt Frank es nicht länger aus und segelte davon. Ich unterhielt mich währenddessen mit einem Mann, der schon von Beginn an hier war. Er erzählte mir, dass die Männer anfangs auf einem Baggerschiff gelebt hätten, denn vorher gab es ja nur Wasser. Die Häuser wurden erst viel später gebaut. Der Hafenbau war eine Kooperation mit einer schwedischen Firma, der Hauptanteil der Arbeiter waren Finnen. Später erzählte er mir noch, dass gleich zu Beginn der Bauzeit einer der Finnen morgens tot auf dem Deck des Schiffes gelegen habe. Es gab hier ja nur die Arbeit und sehr viel Alkohol, denn die Männer waren sehr einsam ohne ihre Frauen, sagte der Mann. Der mysteriöse Tod dieses Finnen sollte später noch einen tragischen Einfluss auf mein Leben haben. Am nächsten Tag kamen endlich unsere Seekisten und ich hatte viel zu tun. Ich begann das Kinderzimmer einzurichten. Und als ich soweit damit fertig war, fehlte mir nur noch eine Wiege, in die ich das Baby hineinlegen konnte. Auf der Baustelle waren die Arbeiter hauptsächlich Koreaner und einige von ihnen waren wahre Künstler in der Holzverarbeitung. Ich trug schon ewig einen Zeitungsausschnitt von einer alten Tiroler Bauernwiege mit mir herum. Frank nahm das Blatt mit und gab es bei einem der Männer in Auftrag. Und es dauerte nicht lange, und ich bekam aus hellbraunem Holz eine große, wunderschöne Wiege, die genauso aussah wie die Vorlage. Glücklich betrachtete ich bald darauf das wunderschön eingerichtete Kinderzimmer. Der Seewind bauschte die duftigen Vorhänge und die Sonne malte kleine Schattenäpfel an die Wand. Inzwischen stand auch in der restlichen Wohnung alles an seinem Platz und ich begann, Bier und Wein zu produzieren. Allerdings funktionierte keines unserer elektrischen Geräte, denn die Fertighäuser waren nach amerikanischem Standard eingerichtet und die Stromversorgung bestand aus 60 Hertz. Das war ein Desaster. Ich konnte weder meine Küchenmaschine noch den Föhn, geschweige denn den Fernseher oder Videorekorder benutzen. Frank besorgte zwar einen Generator, den er aber wegen seiner Lautstärke hinter der Düne deponieren musste. Aber wenn wir einen Film anschauen wollten, musste einer von uns auf die Düne klettern und gucken, ob das Gerät funktionierte. Das war so anstrengend, dass wir bald damit aufhörten und weiter gelesen haben. Frank legte aber oft abends sein Buch beiseite und spielte bei geöffneter Verandatür Mundharmonika. Meistens ging ich dann auch nach draußen. Die Sterne ließen mich nämlich nicht in Ruhe. Sie waren so nah hier draußen, unter dem nachtblauen Himmel. Ich hatte das Gefühl, als könnte ich sie pflücken. Der Sand war noch warm unter meinen Füßen, die geliebte Katze strich um meine nackten Beine, der wachsende Bauch, die Klänge der Harmonika und über mir Goldstücke in dunklem Samt. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.